Wie würdet ihr solche Verbindungen, eine Art Schwalbenschwanz über 90 Grad, wie würdet ihr das machen? In diesem Video geht es um ein richtig cooles Fräschick für die Oberfräse, womit wir sowas ganz einfach selber herstellen können. Fräschicks sind richtig cool und erleichtern die Arbeit enorm. Und aus diesem Grund bauen wir uns heute wieder eine Fräsvorrichtung für die Oberfräse. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir haben ja die letzten Monate so richtig viele Fräschicks, Fräsvorrichtungen für die Oberfräse gebaut. Da werde ich euch mal eine Playliste hier oben verlinken. Da sind mittlerweile so 12, 13 verschiedene Vorrichtungen drin. Schaut's da einfach mal rein. Ist richtig cooles Zeug dabei. So, aber heute geht es um, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Schwalbenschwanzverbindungen. Ja, diese Schwalbenschwanzverbindung über 90 Grad. Warum habe ich das gerade hier so gemacht mit der Schwalbenschwanz in Anführungsstrichen? Ganz einfach, weil es eigentlich gar keine echte Schwalbenschwanzverbindung ist, sondern nur eine halbe Schwalbenschwanzverbindung, die über diese 90 Grad wie eine ganze rauskommt. Wie würdet ihr so eine Schwalbenschwanzverbindung, so eine halbe Schwalbenschwanzverbindung denn überhaupt nennen? Also ich habe da jetzt keinen Begriff dafür. Es schaut aus wie ein Schwalbenschwanz, aber halt über 90 Grad. Aber es ist ja gar kein echter Schwalbenschwanz, weil ein Schwalbenschwanz hat ja beidseitig gleich. Aber wer das jetzt mal wüsste, wie man sowas nennen könnte, der kann doch mal gerne unten auch in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr da eine Idee oder vielleicht weiß ich das einfach nicht. Naja gut, wir werden das Ganze jetzt starten und die Maße oder wie ich das Ganze gebaut habe, das erfahrt ihr natürlich am Schluss. Jetzt schaut mir erstmal zu, wie ich das Ganze baue und am Schluss reden wir einfach nochmal drüber und wollen es natürlich noch probieren. Und ich zeige euch auch, wie man so einen halben Schwalbenschwanz herstellt.
So, meine Lieben, das Chick ist fertig. Es hat auch nicht wirklich lang gedauert, das zu bauen. Natürlich schulde ich euch noch eine Erklärung, warum ich das Ganze hier so gebaut habe und wie ich das Ganze gebaut habe. Danach wollen wir natürlich mal hier in diese Kiste reinfräsen und wollen Schwalbenschwänze auf 90 Grad setzen und das Ganze dann probieren. Und natürlich zeige ich euch noch ganz schnell, wie man Schwalbenschwänze an der Tischfräse selber herstellen kann. So schaut die ganze Vorrichtung aus und ihr könnt es jetzt an eure Wunschstelle hinlegen oder hinspannen und dann mit eurer Fräse im Endeffekt den Schwalbenschwanzfräser einspannen und hier im 45 Grad Winkel einfach durchfräsen. Dann habt ihr hier eure Aussparung drin und dann braucht ihr einfach den Schwalbenschwanz reinstecken, absägen, fertig. So ist der Plan. Die Vorrichtung seht ihr ja. Die Funktion versteht ihr dahinter und das ist ja zum 45 Grad zu dem hier, zu dem 90 Grad Winkel und so wird dann durchgefräst. Jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer auf die Vorrichtung eingehen. Die Größe, Leute, die könnt ihr euch einfach selber rauskriegen, je nachdem welche Fräse ihr habt. Macht es einfach ganz genauso wie ich. Setzt dann diese Leisten an der Seite an, wie breit die sind, ist eigentlich auch egal. Ihr könnt es auch ein bisschen breiter machen, ist überhaupt kein Stress. Das Einzige, was ich euch jetzt empfehlen kann, bei so einer Fräse, wenn natürlich ihr eine größere Fräse habt, dann könnt ihr das Ganze noch größer bauen. Aber ich habe jetzt eine Länge von 21 cm gewählt und die Stärke von dem Brettchen da unten dran ist eigentlich, das sind jetzt gerade mal 9 mm. Multiplex, was ich da genommen habe, also die Trägerplatte und Gutes. Jetzt fragt ihr euch, warum ich mir das hier als Vorlage gewählt habe, denn diese Box, die haben wir ja schon mal gebaut. Da habe ich ein richtig cooles Fräschick, wo man 45 Grad Gärungen miteinander verbinden kann. Das kann ich euch auch noch mal hier oben verlinken. Schaut es euch mal an, ist richtig cool. Da habe ich diese Box gebaut. Und diese Box ist so genau geworden, deshalb habe ich mir das als Vorlage benutzt. Das ist absolut wirklich auf ein Zehntel genau im 90 Grad Winkel. Deshalb habe ich das Ganze hier als, ja, ich sage jetzt mal, Muster genommen. Denn wenn man das in die Box mal festhält und daran versucht zu wackeln, da wackelt gar nichts. Das ist absolut, das hier ist absolut der 90 Grad Winkel. Und ihr seht, da wackelt gar nichts. Ich habe noch Löcher gewählt, um das Ganze dann festzuspannen. Da gibt es da auch so ganz dünnen, da könnt ihr auch natürlich ein kleineres Loch nehmen, aber ich habe jetzt nicht diese Spanner da, diese ganz dünnen. Ich habe das Loch ein bisschen größer gemacht, damit auch eine normale Zwinge reinpasst. Und warum habe ich dann das hier hingemacht? Das seht ihr am Schluss oder wenn wir das Ganze verwenden, denn damit kann ich auch noch festspannen, weil wenn ich jetzt hier in der Mitte zum Beispiel irgendwas fräsen will, dann komme ich ja mit meinem Spanner einfach nicht hier hin. Das heißt, umso länger ihr das wählt, umso größeres Werkstück ihr natürlich habt, müsst ihr das auch ein bisschen länger wählen, damit ihr auch schön eure Sachen festspannen könnt. Und natürlich habt ihr gesehen, dass ich das Ganze getackert habe mit dem Schussgerät. Aber ihr müsst es natürlich nicht machen, wenn ihr das nicht habt. Ihr könnt es genauso auch hier vorbohren, tiefer legen, die ganzen Schrauben versenken natürlich. Und dann einfach mit der Schraube das Ganze zusammenbauen. Ist auch überhaupt keinen Stress. Und dann können wir eigentlich schon loslegen mit dem Fräsen. Und zwar brauchen wir jetzt einfach nur mal unsere Vorrichtung hier ansetzen. Setzt das Ganze einfach in die Mitte rein. Und jetzt kommt es mit dem Spannen, was ich euch ja vorhin gesagt habe. Jetzt muss ich erstmal meine Schraubzwingen finden. Und zwar ist es jetzt so, ich komme ja da nicht wirklich hier in dieses Loch herein. Deshalb können wir das Ganze, jetzt muss ich es mal so machen, dass ihr das seht. Kann ich das Ganze jetzt an diesem Teil hier festmachen und dort einfach, auf der Seite geht es schwer, das euch zu zeigen. Ich kann ja unten reinfassen. Ha! So. Und das Ganze spannt ihr jetzt aber richtig gut fest, dass das Ganze auch nicht mehr total schräg sitzt oder so, sondern ihr müsst das Ganze wirklich gut festspannen. Was heißt gut festspannen? Einfach nicht, dass es wackelt. Deshalb habe ich auch gemeint, baut das Ganze vernünftig und dass es wirklich im 90-Grad-Winkel ist, denn hier kommt nämlich nichts mehr hoch. Ihr könnt es auf allen 4 Ecken natürlich festspannen, braucht man eigentlich gar nicht bei dem. Der ist relativ genau, muss ich sagen.
Jetzt müsst ihr nur noch eure Höhe vom Fräser einstellen, beziehungsweise die Tiefe. Ich habe jetzt 20 mm eingestellt, aber Achtung, je nachdem wie stark eure Trägerplatte ist oder eure Führungsplatte ist, die müsst ihr natürlich noch abziehen. Das heißt, in meinem Fall sind es glaube ich 9 oder 10 mm die Trägerplatte, also gehen wir mal von 10 aus. Ich habe jetzt 20 eingestellt und deshalb fräst der Fräser dann im Endeffekt 10 mm in diese 90 Grad rein. Wie tief das ist natürlich euch selber überlassen. Achtet nur darauf, dass ihr am Schluss nicht durchfräst, innen drin. Perfekt, Wahnsinn. Also richtig gut rausgekommen. Schaut selber, also das sind wirklich mal super tolle Fräsungen. Und jetzt brauchen wir natürlich unsere Schwalbenschwänze. Das werde ich euch jetzt erklären, damit wir das auch alles richtig machen. Machen wir es mal einfach an diesem Beispiel von diesem Schwalbenschwanzfräser. Und zwar ist das ein Schwalbenschwanzfräser, wie gesagt, gibt es in verschiedenen Größen. Der hat jetzt 19 mm. 19 mm. Und das ist jetzt sehr wichtig. Wir müssen uns erstmal Holzleisten so sägen. Wunschholz ist natürlich auch klar, was ihr da verwendet. Und diese Leisten, die müssen exakt genau die Breite haben wie der Schwalbenschwanz. Also das heißt, 19 mm hat der Schwalbenschwanz und diese Leiste hat auch diese 19 mm, die wir erstmal zusägen müssen. Die Höhe des Holzes ist es noch nicht ganz so wichtig. Was heißt nicht ganz so wichtig? Es kommt natürlich darauf an, wie tief ihr mit eurem Schwalbenschwanz in die 90 Grad reinfräst. Und so hoch muss es natürlich mindestens sein. Denn wir fräsen ja nur auf einer Seite hier. Deshalb müssen wir eigentlich gar nicht so wirklich auf die, ja, ich sage jetzt mal Höhe achten. Aber ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Holz, bei dieser Leiste, habe ich jetzt gerade mal 18 mm. Jetzt sind wir mal an der Tischfräse und jetzt kommt es wirklich darauf an, ihr müsst da genau arbeiten und ich empfehle euch einfach mal Testschnitte zu machen. Nicht mit dem Holz, was ihr dann verwendet, sondern einfach mal mit billigem Holz. Eure 19 mm Leiste habt ihr ja zugeschnitten, die muss auch passen, 19 mm genauso breit wie der Fräser. Und jetzt kommt es drauf an. Wir fräsen ja nicht auf allen Seiten, sondern wir fräsen ja nur auf zwei Seiten, diese und diese hier. Jetzt kommt es wirklich darauf an, dass ihr das wirklich ganz genau einstellt. Ihr seht es jetzt hier, wenn ich das Ganze jetzt hier hinschiebe, müsst ihr den Fräser so hochdrehen oder so einstellen, damit ihr diese Kante da unten, dass ihr diese Kante nicht wirklich abfräst. Das heißt, stellt den exakt auf diese Höhe, damit ihr die Kante unten nicht wirklich fräst, sondern einfach nur ganz leicht berührt oder minimal stehen lässt. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit. Also das wirklich so drüber fräsen, damit diese Kante hier unten nicht verletzt wird. Und das Ganze machen wir dann auf der Seite, das Ganze machen wir dann auf der Seite. Und dann müsste der Schwalbenschwanz eigentlich genau exakt in diesen Ausschnitt vom Fräser wirklich reinpassen. Gut, jetzt haben wir mal ein bisschen auf Vorrat produziert. Ihr könnt sie natürlich, wenn sie passen, aber wie gesagt, dieser Tipp ist, probiert das vorher aus, damit ihr den Fräser noch richtig einstellen könnt, damit ihr nicht jetzt hier ewig Leisten macht und dann passen sie nicht. Also stellt euren Fräser richtig ein und probiert es auch nochmal mit dem Reststück und dann könnt ihr euch mal auf Vorrat einfach hier diese Leisten machen. Probieren wir es aus. Also, was ich noch euch als Tipp geben kann, ist, dass ihr das Ganze mit dem Stemmeisen hier die Kanten abmacht.
Also beim Reinschieben. Wenn es Milch rauskommt, dann könnte es ein bisschen eng sein und das heißt, ihr könnt es hier ausreißen. Also würde ich euch empfehlen mit dem Stemmeisen. Ich mache es aber nicht mit dem Stemmeisen, weil es ja gegen die Maserung ist. Ich mache es jetzt hier einfach mit dem Messer und schnitze mir hier ein Stückchen runter, damit es dann am Schluss nicht ausreißen kann. So, meine Lieben, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das hier findet. Ich finde es richtig cool. Es ist ja gar keine Schwalbenschwanzverbindung. Es ist ja eigentlich nur eine halbe Schwalbenschwanzverbindung, die über die 90 Grad eigentlich wie ein Schwalbenschwanz rauskommen. Aber schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Würde mich echt interessieren, wie ihr das findet. Ihr habt es ja auch gesehen, ich habe verschiedene Holzarten verwendet. Einmal Eiche, einmal irgendwas ein dunkles Holz und ich habe jetzt auch nochmal ein Multiplex verwendet. Das Multiplex kommt irgendwie schon cool raus durch diese mehreren Schichten und dann noch diese 90 Grad. Also mir gefällt es ganz gut. Natürlich wem es gefällt, das ist ganz logisch, ist Geschmackssache, aber mir gefällt's. Natürlich könnt ihr auch verschiedene Nutfräser benutzen, verschiedene Formen benutzen oder was heißt verschiedene Formen? Ihr kennt es ja von den Fingerzinken, da könnt ihr eigentlich auch solche Hölzer dann eigentlich hier noch einlassen. Das ist auch überhaupt kein Problem, also die Vorrichtung ist auch dafür gedacht. Apropos Öl. Ich habe ja das nach dem Ölen, das kam ja mal richtig cool raus nach dem Ölen, finde ich. Und wen es interessiert, was ich da verwende, das ist das Öl, das Bioöl von Heliacare. Das kann ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken und ich kann es euch echt top empfehlen. Und natürlich, wer weiß, wie man so eine halbe Schwalbenschwanzverbindung nennt, der kann es gern auch unten in die Kommentare reinschreiben. Aber jetzt sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese kleine Vorrichtung. Es gibt nämlich auch noch richtig eine coole Playliste. Da schaut ihr auch noch mal drauf. Da sind ganz viele Frästricks und Tricks für die Oberfräse drin. Da schaut ihr einfach mal drauf. Kann ich euch hier oben oder unten in der Videobeschreibung einfach noch mal verlinken. So Leute, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Servus aus dem Allgäu.